Hallo, ich grüße euch. Ich bin Katja und wohne in Sachsen, in Frohburg. Ich möchte euch gerne über das 9010 Medbett berichten. Also ich habe die Information von einer Freundin bekommen und dachte mir, wow, das klingt mega. Das probierst du jetzt gleich mal aus. Mich durch die ganzen Anleitungen und Erklärungsvideos durchgeklickt. Total, also vollkommen ausreichend die Information. Ja, und dann war es abends gewesen. Und abends ist für mich immer so ein Zeitpunkt, wo ich persönlich am besten zu mir selbst komme. Und so habe ich das erstmal abfotografiert und hochgeladen und musste halt dann auch einfach denen vertrauen, dass das alles seine Richtigkeit halt hat. Ne? So vertrau einfach mal dem, was man halt auch nicht sehen kann. Okay, ich habe mich dann in mein Bett reingelegt und habe dann das Zauberwort gesagt, 9010, Medbett. Und ja, es ist durch meinen Körper ein leichtes Kribbeln durchgeflossen. Da dachte ich mir schon, wow, okay, es funktioniert, mega schön, danke, danke, danke. Ja, und dann hatte ich mir im Vorfeld überlegt, wo würde ich jetzt gerne mal reingehen wollen. Also ich habe so gelegentlich Probleme an meiner Hüfte und an meinen Knie. Das ist aber nichts Dauerhaftes, das kommt mal. Und jetzt war es halt auch wieder gewesen. Und da habe ich darum gebeten, dort reinzugehen in die linke Hüfte und in das linke Knie. Ich merke es auch jetzt schon wieder, wie es so gleich hier schön durchgeht. Und ja, habe das da einfach mal wirken lassen. Ähm, halt im Vertrauen halt einfach, dass dort die Dinge halt passieren. Ähm, ja, also gemerkt habe ich da in dem Augenblick jetzt nichts. Was für mich aber ganz spannend war, weil das auch so in dem Erklärvideo als Beispiel einfach drin war, dass man einfach mal so in Themen reingeht und Dinge aus der Vergangenheit neutralisieren lässt. Weil mir, okay, das ist mega schön, das machst du jetzt auch. Und das habe ich dann nachher gemacht. Ich bin zurück in die Geburt gegangen von meinem zweiten Kind. Das war ein Kaiserschnitt gewesen und das war sehr schmerzhaft. Also eine sehr schmerzhafte Geburt. Und das war für mich ganz passend. Also da kommen wirklich ganz viele Themen auch gleich wieder hoch. Und das war für mich so ein Punkt, ja, da gehst du jetzt mal rein und lässt das neutralisieren. So. Und in dem Augenblick, wo ich das gedanklich abgesendet habe, also ich habe es dann in Gedanken gesagt, hat sich in mein Kopfchakram, in den Kronchakram, ein Feld aufgetan. Da dachte ich mir, wow, das war der Hammer gewesen. Ja. Und ich bin ja eher mal so der Typ, der dann alles ausprobiert, so einfach aus der kindlichen Neugier heraus. Ja, und dann habe ich dann einfach mal, da ich jetzt auch so ein bisschen ein paar Themen mit Haarausfall habe, ja, checken wir mal den Kopf durch und lassen da mal die Energie reinfließen, habe das dann in Auftrag gegeben. Ähm, Dann, das war auch ganz interessant. Gelegentlich habe ich immer so das Gefühl, dass so meine Hände, dass die Durchblutung da nicht mehr so richtig da ist. Das scheint ja bei uns ein Familienthema zu sein, weil das bei meinem Papa auch so ist. Und habe dann dort den Auftrag hingegeben, das Nervensystem an den Händen mal durchzuchecken. Und das, jetzt merke ich es auch wieder, sobald ich drüber rede, hat sich sofort so ein Kribbeln eingestellt. Und das war auch absolut gigantisch. Also ganz toll. Also ich habe es auch wirklich in kurzen Abständen gemacht, habe das Gefühl so wahrgenommen und bin dann gleich ins nächste Feld halt rein. Da ich ja nun im Bett lag und es abends ist. Ja, genau. Und dann bin ich irgendwann wach geworden, war dann irgendwann weg gewesen und bin wach geworden. Bin dann raus und habe was getrunken, weil ich merkte, ja, okay, jetzt darf das Ganze mal schön durchspült werden, das ganze System.
Und wisst ihr, was dann auch so richtig schön war? Ich bin dann wieder ins Bett rein und dieses Gefühl, so von hinten so umarmt zu werden, so wirklich auch es ist ja im Endeffekt die eigene Energie, in diesem eigenen Sein, in dieser eigenen Umarmung zu sein. Und das war so schön gewesen. Das war so gigantisch schön gewesen. Oh, da bin ich so dankbar dafür. Wow. Also diese Erfahrung nehme ich aus dem ersten Augenblick, aus diesen 8 Stunden auch mit. Bin dann eingeschlafen und habe das dann auch so über Nacht einfach auch wirken lassen. Auch wenn man das am Anfang vielleicht nicht so machen sollte. Habe ich dann heute früh von einer Freundin erfahren. Ja, aber das ist ja kein Problem. Ja, also das sind so die Highlights und ich merke auch jetzt, dass ich irgendwie mehr bei mir selbst bin. Mehr bei mir selbst angekommen bin. Und das ist echt schön. Das ist so richtig schön. Danke, danke, danke für diese wundervolle Magie, für diese wundervollen Blick oder Möglichkeiten, in eine Zukunft zu gehen, die so unvorstellbar ist und jetzt doch vorstellbar, weil es einfach jetzt in dem Feld ist. Und das ist absolut gigantisch. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ich freue mich riesig. Juhu!